Hast du dich schon mal gefragt, wie die Künstler einer Band bei einem Konzert mehrere Stunden, 3 Stunden am Stück spielen können und alles auswendig? Dann ist dieses Video für dich. Thomas Fortgeschrittene hier von Werdemusiker und ja, ich habe eine E-Mail von Thomas bekommen, von meinem Klavierschüler Thomas, und der hat gefragt, hör mal, ich war letztens auf einem Konzert und ich habe die Band Musiker mal genau beobachtet und die haben tatsächlich das gesamte Stück 3 Stunden ohne Pause, auswendig alle Lieder durchgespielt. Wie machen die das? Wie können die sich so viele Stücke auswendig merken? Ich stelle euch gleich die Technik vor, die diese Bandmusiker sehr wahrscheinlich angewendet haben. Möchte aber auch dazu sagen, es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, sich Lieder auswendig zu merken. Man kann natürlich jedes Lied wirklich auswendig einüben. Es gibt aber verschiedene Techniken, ja, die den Vorgang beschleunigen können, die das Ganze auch vor allen Dingen sicherer machen lassen. Also sicherer machen, dass man keinen Blackout bekommt oder die Wahrscheinlichkeit zumindest deutlich reduziert. Und es gibt natürlich Musiker, die Konzerte mit Hilfe von Noten spielen. Meine persönliche Vorliebe ist wirklich, alles auswendig zu spielen, ganz einfach, weil es viel mehr Spaß macht, weil es meiner Meinung nach viel wichtigere Dinge gibt, auf die man sich bei einem Konzert noch konzentrieren sollte. Und außerdem ist es einfach viel sicherer, wirklich komplett auswendig zu spielen. Ich packe dir verschiedene Links noch hier unter dem Video in die Videobeschreibung, aber jetzt geht's erstmal los, ran an die Tasten. In meinem letzten Livestream bei YouTube wurde sich am Ende des Streams das Lied My Heart Will Go On gewünscht von Celine Dion aus dem Film Titanic, und ich konnte das Lied spielen. Wieso? Obwohl ich es übrigens seit Jahren nicht mehr gespielt habe. Ich habe es schon mal gespielt, ja, aber ich konnte es noch spielen. Wieso? Weil ich das Lied natürlich auswendig spielen konnte, aber jetzt kommt's. Ich konnte es nicht im Detail auswendig spielen. Ich habe mir nämlich nicht jeden einzelnen Ton dieses Stücks gemerkt, ja, obwohl ich auch die Melodie und alles gespielt habe. Ich zeige dir das gleich. Sondern ich habe mir die Struktur des Stücks gespielt, nämlich jedes Stück hat eine Akkordstruktur, und diese Struktur ist in den meisten Fällen sehr leicht oder zumindest sehr leicht zu merken, auch wenn sie komplex ist. Zum Beispiel in dem Fall von My Heart Will Go On, das ist ein Stück, wie sehr viele Stücke das besteht, streng genommen aus 3 Akkorden. Nämlich aus den Akkorden Cis-Moll, H-Dur und A-Dur. Ja, dann geht es zum Beispiel wieder zurück zu H-Dur. Und streng genommen 3 Akkorde ist, weil es noch einen weiteren Akkord gibt, E-Dur, ja, aber der ist verwandt mit Cis-Moll, dazu jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Ja, aber so konnte ich das Stück spielen, und guck mal, was ich dann gemacht habe, ist sowas in der Art. Ja, okay. So, ich nehme das mal kurz ein bisschen auseinander. Das hier ist der Akkord Cis-Moll in der linken Hand. Ja, und zwar sind das die Töne Cis, E und Gis, und die wiederholen sich überall auf der Klaviatur. Zugegeben ist das technisch relativ fortgeschritten hier. Ja, aber es ist der Akkord Cis-Moll. Und die Melodie in der rechten Hand basiert letztendlich auf dem gleichen Akkord. Ja, da wird nie etwas komplett anderes gespielt. Zum Beispiel E und Gis haben wir auch hier. Und das Cis, ja, ist nur der Durchgangston vom Weg vom E zum Gis in der Tonart, in der wir sind. Cis-Moll, ja, ist das der Ton, der dazwischen liegt. Ja, dass hier an der Stelle ein Triller kommt, wusste ich natürlich noch. Ja, aber der ist zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt zwingend nötig, um das Stück unbedingt richtig spielen zu können. Und die Töne, die wir hier haben, Do, Do, sind vom Akkord H-Dur, der an dieser Stelle vorherrscht. H, Dis und Fis. Hier haben wir Fis und H. Das E ist noch von dem Akkord davor. Achtung! A-Dur. Hier.
A und E, die Melodietöne, sind wieder Bestandteil des A-Dur-Akkords. A, Cis und E. Ja, der Ton liegt auch wieder dazwischen. Also klar, Melodietöne sind nicht nur Akkordtöne, aber sie sind oft, hängen sie an den Akkordtönen, ja, so kann man es sagen. Und das ist letztendlich das Geheimnis. So, wenn du jetzt sagst, ja, Thomas, das ist ja toll, dass du das kannst, aber wie soll ich das können? Das ist erstmal die Technik, die dahinter steckt. Das ist die Technik, die meisten Bandmusiker, die wirklich auswendig spielen, auch so anwenden oder wie die sich die Töne merken, nämlich wenn die das System, das kennen sie natürlich, wie das funktioniert, und zwar ist es letztendlich Harmonielehre oder noch konkreter Funktionstheorie, und ich nenne das gerne das Nummernsystem, nämlich man kann sich die Akkorde nicht nur E, H, E, A und H als Akkorde merken, sondern noch einfacher als Zahlen 1, 4 und 5, weil das der erste, der vierte und der fünfte Akkord einer Tonart ist. So, aber du siehst schon, ich hole gerade ein bisschen aus. Das Thema ist natürlich riesig und zum Beispiel, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir unter anderem in meinem Kurs Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene. Ich verlinke dir den mal unten. Der Kurs ist übrigens noch viel umfangreicher, behandelt auch andere Themen, aber unter anderem auch dieses Thema. Richtig fetter Kurs, lege ich dir sehr ans Herz. Übrigens auch ein Thema, keine Frage, ist Gehörbildung. Wenn du ein gut musikalisch trainiertes Gehör hast, dann kannst du, wenn du diesen Tonabstand hörst, weißt du direkt, okay, welcher Tonabstand ist es, und dann kannst du den auf dem Klavier umsetzen. Und selbst wenn du ihn nicht genau erkennst, kannst du es ja mit Mischung der Harmonielehre mit dem theoretischen Wissen sogar ein bisschen vermischen. Und den Ton so finden quasi mithilfe der beiden Bereiche. Auch zum Thema Harmonielehre verlinke ich dir unten mal was, aber du hast vielleicht schon öfter mal Gehörübungen von mir gesehen. Die gibt es auf jeden Fall auch. Ja, damit kann man sein musikalisches Gehör trainieren, und das ist letztendlich das Geheimnis. Was gibt es noch? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, weil es einfach einer der beliebtesten Klavierstücke ist. Für Elise, dass es nur aus 2 Akkorden einfach besteht. A-Moll, E-Dur und dann wieder A-Moll. Also später besteht es auch noch aus mehreren Akkorden. Aber das ist den meisten gar nicht bewusst. Das ist auch ein klassisches Stück auf Akkorden basiert. Und vor allen Dingen, dass das hier wirklich der Akkord ist. Und auch hier die Melodie A-Moll, bom, 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 und das H hier oben ist vom E-Dur-Akkord. Und das hier E-Gis, auch wieder der E-Dur-Akkord. Ja, deswegen könnte man das Stück rein theoretisch auch als Walzer spielen. Ja, also klingt dann natürlich, ja, okay, ich möchte es jetzt nicht verhunzen, aber es ist theoretisch möglich. Lieber Thomas, ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten, wie Bandmusiker das quasi schaffen, so viel Repertoire auswendig zu spielen. Übrigens, ein bisschen plaudere ich noch aus dem Nähkästchen. Es kann auch sein, dass sie gar nicht alles so auswendig spielen, wie es aussieht, weil die sich vielleicht hier mit Tesafilm etwas aufs Instrument kleben, nochmal so ein paar Ausschnitte oder ein paar Akkorde oder ein paar Töne. Auch das ist möglich. Wobei, gerade in der Live-Situation, es macht einfach viel mehr Spaß, wirklich auswendig zu spielen. Ne? Also deswegen lohnt es sich, das auch zu machen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die Stücke wirklich komplett auswendig zu lernen, also wirklich also mit jedem Ton, der dazugehört, und dann wirklich wiederholen, bis alles sitzt. Aber gerade jetzt bei einem Konzert, bei einem Popmusikkonzert, das basiert schon auf dieser Technik, die ich vorhin gezeigt habe. Ja. Zum Beispiel im Musiker oder ja doch gerade so Musical-Bands, die arbeiten doch schon sehr viel mit Noten, und ich glaube, also die arbeiten schon mit konkreten einzelnen Tönen, wo alles festgelegt ist, aber die spielen tatsächlich meistens nicht auswendig, sondern mit Noten, genauso wie im Orchester. Auch die haben in der Regel die Noten vor sich.
Aber keine Frage, es ist möglich, Stücke wirklich auswendig zu üben, auch wirklich komplexe Stücke, die auch komplett auswendig zu üben. Letztendlich ist es auch sowieso das, was viele Klavierschüler schon machen, gerade wenn ihr jetzt Tutorials mit Hilfe von Videos lernt ihr letztendlich ja das Stück auswendig. Lege ich euch auch sehr ans Herz, ein Stück sofort von Anfang an auswendig einzuüben. Wenn ihr ein Stück nach Noten einstudiert, habt ihr es selbst, wenn ihr die Noten braucht, um das Stück zu spielen, lernt ihr trotzdem in den meisten Fällen 60, 80% vielleicht sogar noch mehr des Stücks auch auswendig. Ja, auch wenn ihr es vielleicht nicht merkt, in den meisten Fällen habt ihr das Stück auswendig drauf. Trotzdem, ein Stück zu 100%ig auswendig drauf zu haben, kostet natürlich auch Zeit. Ja, man muss Sachen oft wiederholen, aber es lohnt sich auch ganz einfach aus dem Grund, weil ihr dann die Stücke viel sicherer und fehlerfrei spielen könnt und außerdem könnt ihr euch auf wesentliche Dinge konzentrieren, wie das Stück wirklich klingt. Also ihr müsst nicht mal gucken, warte mal, welcher ist der nächste Ton, sondern ihr könnt euch quasi auf das Gefühl konzentrieren, quasi, was ihr in das Stück reinbringt, wie ihr die einzelnen Töne anschlagt und so weiter. Das war mein Wort zum Sonntag. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, unter dem Video verlinke ich Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene und auch Gehörbildung for Fun. Schaut da doch mal vorbei. Wie immer freue ich mich auf euren Besuch auf meiner Seite werdemusiker.de. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.